Hare Krishna, schön, dass du wieder mit dabei bist. Heute zu einem weiteren Thema hier im spirituellen ABC. Heute wollen wir uns mal den Begriff oder das Wort Karma anschauen. Was bedeutet Karma oder was denken wir hier in der westlichen Welt, was Karma bedeutet? Wenn wir die Leute fragen, was bedeutet Karma, dann werden sie sagen, das ist eine Art der Wertung zwischen gut und schlecht, und ich will ja immer das Gute anziehen. Also die Leute, wenn man sie fragt, was ist für dich Karma, sagen sie, ja, ich will gutes Karma. Aber allgemein, was bedeutet Karma? Karma, anhand der vedischen Weisheit wird beschrieben, bedeutet Aktion. Und auf jede Handlung oder Handlung wird es auch genannt. Auf jede Handlung, die wir ja alle als Lebewesen nachgehen müssen, wir alle müssen aktiv sein, wir alle wollen handeln, und dementsprechend handeln wir, und auf jede Handlung folgt dann im Nachhinein eine Reaktion, und das ist sozusagen ein Naturgesetz, wo jedes Lebewesen dem unterworfen ist. Und wir müssen handeln, wir müssen aktiv sein, das ist ganz normal. Ein Tier muss auch handeln, eine Pflanze muss auch dementsprechend handeln, die muss auch wachsen und Früchte bringen, und so sehen wir, dass jedes Lebewesen, was es hier gibt in dieser materiellen Welt, handeln muss. Es wird gezwungen eigentlich durch den Körper zu handeln. So, und so sind wir jetzt in dieser menschlichen Lebensform, und wir werden auch gezwungen zu handeln. Wir essen, wir schlafen, wir verteidigen uns, wir paaren uns. So, woher sollen wir jetzt wissen, was gutes Handeln und was schlechtes Handeln ist? Und da kommen wir wieder auf die alten vedischen Texte, weil die vedischen Weisheiten geben uns eine Anleitung, wie wir handeln sollten, gerade als menschliche Lebewesen. So. Und das ist der Bereich des Karmas. Und dieses Karmas wird in den Veden sehr, sehr schön beschrieben als Aktion und Reaktion. Und deswegen sollten wir wissen, welche Aktionen sind förderlich für uns und welche Aktionen sind negativ für uns. Und das ist ja so, wie der westliche Mensch wieder denkt mit gut und schlecht. Also ich kann gut handeln oder ich kann schlecht handeln. Und das ist ja klar, ich weiß, was für mich gut ist, und ich weiß, was schlecht ist, oder mir wurde beigebracht, was schlecht ist. So. Und genau das sagen die Veden uns auch, diese beiden Sachen. Aber es gibt noch einen dritten Punkt, nämlich der dritte Punkt ist, dass man frei werden kann von Karma. Und das ist für viele Menschen etwas, was sie noch nie gehört haben und was man sich gar nicht vorstellen kann. Wenn man sich denkt, oh, jetzt bin ich frei von Karma, dann denken sie natürlich gleich, okay, ich mache gar nichts. Ich entsage von allem, ziehe mich zurück, versuche nicht mehr zu handeln, ich meditiere nur noch oder was auch immer für Spekulationen dann stattfinden. Aber das entspricht nicht der Tatsache, denn die Veden sagen auch, dass du normal weiter handeln kannst, aber mit einem höheren Bewusstsein. Auf einer transzendentalen Ebene kannst du dich in dieser materiellen Welt hier so bewegen und auch dabei handeln und normal weiterleben, aber mit einem besseren Bewusstsein, und das Karma, du lebst dann karmafrei. Und das wird so genannt A-Karma. Man hat kein Karma mehr, man kriegt keine Reaktion auf sein Handeln. Also das ist eine Art des Karmas. A-Karma, man ist frei von Karma. Und diesen Punkt, der ist für die Menschen hier in der westlichen Welt oder auch in der spirituellen Szene oder der Yoga-Szene, ist das eine Sache, die nicht bekannt ist und die wir hier in den vedischen Weisheiten anstreben. Wir wollen so handeln, dass wir karmafrei handeln und keine Reaktion auf unser Handeln bekommen. Dann gibt es natürlich das normale Karma, was uns eigentlich alle betrifft. So, Karma, wir machen etwas hier in dieser materiellen Welt, aber warum machen wir das? Weil wir das für uns machen. So, wir machen das einfach nur für uns, und dann kriegen wir natürlich die Resultate, die Ergebnisse dafür. Und dann gibt es noch für die jetzt zum Beispiel den vedischen Schriften folgen, dass sie vielleicht sogar wissen, das ist für gutes Karma, das ist gutes Handeln, aber sie entscheiden sich dagegen. Sie legen sich sozusagen gegen die Schriften auf und missachten sie, obwohl sie das Wissen haben. Und das nennt man Vikarma, dass man die Schriften, die einen ja den Weg vorgeben, missbraucht oder missachtet. So, das ist Vikarma. Es gibt das normale Karma,
Vikarma und Akarma. Und das sind sozusagen die 3 Stufen des Karmas. Und das ist im Endeffekt wie, okay, gutes Karma, schlechtes Karma und kein Karma. So, das sind diese 3 Ebenen. So. Und dann wird auch beschrieben in den Veden die 4 Stufen des Karmas. Wie entwickelt sich Karma oder wie? Das können wir auch in unseren eigenen Handlungen sehr gut beobachten. Und das wird in den Veden beschrieben wie eine Pflanze. So, wie ein Same. So, das ist sozusagen, der damit beginnt es. Das nennt man Bija, das ist der Wunsch. Du hast einen Wunsch, wird als Same beglichen. So. Und dann kommen wir zu Kushta. Das ist der Entschluss. Und wenn wir uns entschließen, erst einmal den Wunsch, dann entschließen wir uns, das zu machen, dann wird aus dem Same ein Keimling. So. Und dann kommen wir zum nächsten Punkt, dann kommen wir zur Handlung. Weil wenn wir uns was entschließen, das mache ich jetzt, ist klar. So, das ist gut, gute Idee in meinem Geist, das mache ich jetzt. Und das nennt man Palon Mukha. Das ist die Handlung. Und dann durch diese Handlung, die wir tätigen, was passiert? Wir kriegen Früchte. So. Das nochmal, wir haben den Same, wir haben einen Keimling, dann haben wir eine Pflanze, die Früchte trägt. Und was machen wir dann mit diesen Früchten? Die werden wir am Ende für uns benutzen und wir werden sie genießen. Und das ist das Ende, das ist die 4. Stufe des Karma ist Prarabdha, Glück und Leid. Und das ist sozusagen die Ernte, die wir kriegen aus Karma. Und da sehen wir das. Prarabdha Karma, was in den Veden beschrieben wird, ist Glück und Leid auf gleicher Ebene. Und das ist das, was wir lernen müssen. Ob wir jetzt nun glücklich sind, ob alles schön ist, ob alles gut ist, ob wir eine gute Erfahrung haben oder wir im Gegenzug etwas Schlechtes erleben und wir Leid erfahren und das eine schlechte Situation ist, das ist Prarabdha Karma und das ist alles auf der gleichen Ebene in dieser materiellen Welt. Gut und schlecht ist auf der gleichen Ebene. Aber dann gibt es, wie gesagt, diese 3. Ebene, die durch die Veden neu dazukommen, nämlich dieses A-Karma. A heißt, man verneint es, wenn man ein A vor ein gewisses Wort setzt. Karma sind einfach Handlungen, das materiell für sich etwas macht und wenn ich das A davor setze, dann verneine ich das, diese Handlung. Also ich bin frei davon und das ist Bhakti-Yoga, das, was wir hier lernen oder das, was ich auch persönlich praktiziere, hilft mir, auf diese A-karmische Plattform zu kommen, nämlich auf eine Ebene, wo man frei ist von Karma. Und das mag nicht immer funktionieren, aber gerade am Anfang muss man sich erstmal bewusst werden durch diese 4 Stufen des Karmas, okay, so funktioniert das Wunsch, Entschluss, dann die Handlung und dann Glück und Leid als Ernte davon. Wenn man das erstmal versteht und so einfach wie es hier in den Veden beschrieben wird, kann das jeder an sich selbst erfahren, kann das durchblicken und kann sich, wenn wieder so ein Wunsch kommt und dann man sich denkt, oh, jetzt mache ich das, der Entschluss kommt und dann handelt man und dann kann man das durchschauen und dann kann man sich überlegen, lohnt sich das? Was ist denn das Ziel dadurch? Ist mein Ziel wieder einfach nur sündhaft zu sein oder ist mein Ziel Glück zu erfahren oder dadurch zu genießen? So. Und gerade wenn ich dann vielleicht noch Wissen von den Schriften habe und ich trotzdem mich dafür entscheide, dann dagegen, gegen die Schriften, oder ich einfach nur materiell diesen Gewinn haben will, diesen Genuss haben will, dass das, was man sich dann gleich kontrollieren kann und dass man gleich versteht, okay, ich mache das nicht. Ich sollte diese Handlung einstellen. So. Aber dann kommen wir wieder dazu, was wir am Anfang meinen, dass viele materialistische Menschen denken, ja, da muss ich alles einstellen, kann ich nicht mehr handeln. Das stimmt aber auch nicht, weil wir können ganz normal weiter handeln. Nämlich anhand der Schriften wird uns erklärt, wie können wir uns in dieser materiellen Welt bewegen, so dass wir karmafreie Handlungen tätigen, wo wir nicht durch Glück oder durch Leid bestraft werden. Und das geht im Endeffekt nur durch den Vorgang des Bhakti-Yogas oder hier das, was wir hier präsentieren, diese Vaishnava-Tradition. Und ganz einfach gesagt, man handelt in Einklang mit den Schriften und für das höchste Prinzip. Nämlich, wer hat uns dieses Karma gegeben oder wer hat uns dieses Naturgesetz gegeben, was ja alle Lebewesen sozusagen bewertet oder auch bestraft auf eine Art. Es kommt ja eigentlich ursprünglich von
Krishna, von Gott. Und wenn wir aber für ihn handeln, alles für ihn machen, alle Tätigkeiten mit ihm verknüpft sind oder wir sie für ihn machen, für seine Zufriedenstellung, nicht für meine Zufriedenstellung oder für die Zufriedenstellung meiner Sinne oder meiner Familie, aber auch alles das kann ich in den Dienst des Herrn stellen. Und wenn ich das tue, dann lebt man akarmisch, nämlich karmafrei. Und das ist dieser Schlüssel, den uns die Veden geben zu einem höheren, besseren Bewusstsein und dann zu dieser Befreiung aus diesem materiellen Glück und Leid, was auf der gleichen Ebene ist. Und all Glück und Leid bindet uns und wir müssen frei werden von dieser Bindung, von diesen Fesseln hier in dieser materiellen Welt. Und das geht nur durch eine karmafreie Lebensweise. Und das beginnt beim Handeln, bei allem, was wir machen und besonders auch beim Essen, dass wir karmafrei uns ernähren, und eigentlich bei allen Handlungen. Und das erklären uns die Veden in der Vollkommenheit. Und da können wir sehr froh sein, dass diese einfachen Erklärungen, aber dieses hohe Wissen zu uns kam und dass wir jetzt in der Lage sind, das anwenden zu dürfen. Und das macht Spaß, sich selber auch so ein wenig zu reflektieren und zu sehen, okay, das habe ich so falsch gemacht oder ich falle immer in die und die Muster oder ich habe diese Neigungen. Ja, aber warum nicht mal anders handeln? Krishna zeigt uns diese Sachen, offenbart uns diese Sachen, damit wir auf diese freie Ebene kommen können, nämlich auf diese karma-freie Ebene. Und wenn wir das regelmäßig üben, und das ist ein Prozess, das kann man nicht von heute auf morgen gleich alles perfekt machen, aber man fängt bei einer Sache an, merkt, oh, es funktioniert, dann man die nächste, und dann kann man auf eine Ebene kommen, wo man wirklich dieses karma-freie Leben, Bewusstsein dazu erlangen kann und erreichen kann erstmal und dann auch halten kann für die nächste Zeit und nicht wieder zurückfällt in diese Handlungsweise von, oh, ich muss doch glücklich sein oder ich muss doch leiden. So. Weil auf der transzendentalen Ebene, auf der karmafreien Ebene bist du komplett glücklich. Du bist komplett ausgeglichen. Und Krishna gibt dir alle deine Freude, alle deine Ausgeglichenheit und du hast deinen Körper und deinen Geist unter Kontrolle. Und das ist eigentlich das Ziel von Yoga, von Bhakti-Yoga und von dieser karmafreien Lebensweise. Aber weil im Westen dieses Wissen eigentlich so gut wie unbekannt ist und viele sagen, oh, gutes Karma, schlechtes Karma, kenne ich alles und ich will immer gutes Karma, ich will gut und schlecht will ich nicht. Ja, aber so sind sie genauso verstrickt. Und weil das nicht so bekannt ist, wollte ich das in diesem Video hier mal mitteilen und wollte euch auch inspirieren. Probiert das aus. Und ihr könnt das auch schaffen, karmafrei zu leben. Und das ist der Schlüssel zu diesem Krishna-Bewusstsein oder zu diesem göttlichen Bewusstsein, weil nur mit Gott zusammen, nur mit Krishna zusammen können wir auf diese freie Ebene, frei von Karma werden und so können wir nämlich herausgelangen aus diesem Kreislauf von Geburt, Alter, Krankheit, Tod. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag. Danke fürs Zusehen. Hare Krishna.